Einführung in das kollektive Visualisieren. Auf das Thema selber bin ich gestoßen, als ich mehr als 15 Jahre jetzt gelesen habe. Und visualisieren kann jeder oder kennt auch jeder. Da, zum Beispiel in Bereichen der Träumerei, aber auch wenn du an jemanden denkst, an etwas denkst wie eine Wegbeschreibung, aber auch wenn du eine Vorstellung von etwas machen willst, also theoretisch wie zum Beispiel eine Firmengründung oder und. Das kollektive Visualisieren geht aber über das Visualisieren an sich hinaus, weil das kollektive Visualisieren geht über dem Ich und mein Bewusstsein hinaus und geht in das Wir-Bewusstsein über. Das Beispiele dafür habe ich in dem Baum des Lebens gefunden, also in der Kabbala, aber auch in der Chakra-Lehre, in der Astrologie, in der Psychologie von Jung und Freud mit dem Unterbewusstsein, Bewusstsein und Überbewusstsein, sowie aber auch in Religionen wie Buddhismus, Vaishnavismus, Hinduismus, Jesus, Mohammed, aber auch bei den Philosophen findet man es wieder, zum Beispiel bei Kant durch Moral und Ethik, bei Dichtern, Goethe und Malern zum Beispiel, Michelangelo zum Beispiel. Warum sollten wir kollektives Visualisieren können? Ganz einfach, weil das kollektive Visualisieren ermöglicht es, unser Potenzial, also unser ungenutztes Potenzial, noch zu vervielfältigen. Wir leben in einer Welt, die voll von Oberflächlichkeiten, Eitelkeiten und oftmals auch von, wie würde man sagen, ja, Arroganz bestimmt wird. Das heißt, wir definieren uns über sowas wie unsere neuen Nike-Schuhe, unsere Jacke, unser Status. Zum Beispiel, ich arbeite bei der und der Firma, ich bin das und das und das kann ich mir leisten und sowas. Diese Art der Haltung ist aber eine sehr primitive Haltung. Also man kann fast mit den Urvölkern oder Naturvölkern vergleichen, wo der eine bewundert wurde, weil er eine Muschelkette hatte, so ungefähr. Also das ist nicht ein sehr hohes Bewusstsein, kann man sagen. Aber wir werden halt so getrimmt von klein auf, dass wir ein Konsumverhalten an den Tag legen. Beim kollektiven Visualisieren gehen wir auf die inneren Werte ein. Das heißt, wir versuchen durch Eigenschaften wie zum Beispiel Liebe, Intellekt, Empathie, aber auch durch Güte, Nächstenliebe oder solche Sachen uns weiterzuentwickeln, also ein höheres Bewusstsein anzustreben, was dann zum Beispiel Jung und Freud gesagt haben mit Überbewusstsein und Bewusstsein. Wozu kann man jetzt das kollektive Visualisieren benutzen? Ganz einfach. Du kannst zum Beispiel, eine Form ist in der Hinsicht, dass du sagen kannst, du brauchst keine Drogen mehr, was natürlich für viele ein Faktor ist, wo man sagen kann, okay, wow. Das bezieht sich aber nicht nur auf den Faktor wie LSD oder sowas, wo du Halluzinationen hast, sondern auch auf Emotionen. Weil visualisieren bedeutet nicht nur in diesem kleinen Rahmen zu denken, dass man sagt, okay, es ist nur eine bildliche Vorstellung von etwas, sondern du kannst es so weit gehen lassen, dass du sagst, okay, kannst auf Emotionen mit einfließen, also wie zum Beispiel über Ecstasy, Speed, was weiß ich, also eben solche Dinge. Also das heißt, du brauchst nicht Drogen, um zu erfahren, wie Dinge sind, sondern du könntest das selber erschaffen. Die zweite Sache ist halt, was du beim kollektiven Visualisieren auch machen kannst in Gruppen, dass du Traumwelten erschaffen kannst. Das heißt, du kannst den anderen den Gedanken so mitteilen, also so umschreiben, dass der andere das auch so versteht und diesen Gedanken weiter ausführen kann. Also daraus könnten Traumwelten entstehen. In einem anderen Video werde ich nochmal darauf eingehen, was die letzte Stufe, also über dem Visualisieren steht. Das nennt man Materialisieren. Aber das ist eine sehr hohe Stufe, habe ich selber auch noch nicht erreicht. Der Punkt, daran bin ich nicht, bin jetzt erst beim kollektiven Visualisieren. Aber wenn du kollektives Visualisieren wirklich perfektioniert hast, dann kannst du auch irgendwann materialisieren. Das heißt, du kannst deine Gedanken sind so mächtig, dass sie Dinge erschaffen können. Gott hat uns dann natürlich auch nach dem Ebenbild sein Ebenbild geschnitten. Klar, Gott schafft ganze Universen, wir werden nicht ganze Planeten erschaffen können. Aber das ist ein anderes Thema. Darum geht es ja auch nicht.
Was kann man noch dazu sagen? Ich werde in den nächsten Videos jetzt darauf eingehen, was ist Praxis, was ist gut und was ist böse, also was ist dämonisch, was ist göttlich, wie, was sind verschiedene Wege dorthin. Ja, zum Beispiel. Und wird, glaube ich, 8 Videos werde ich machen darüber. Ich selber bin auch selbst jetzt mal zu meiner Person. Warum mache ich das überhaupt? Müsste man auch mal erklären. Ich habe selber mich für den Weg entschieden, weil es mich interessiert, weil mir das Leben an sich so zu langweilig ist. Ich kann nicht nur immer dasselbe machen, also das wird mir zu öde. Ich muss immer mal wieder was Neues probieren, auch mich selber neu erfahren, und das ist jetzt die Möglichkeit dazu. Warum habe ich mich jetzt aber zum Beispiel zu dem Bereich Video entschieden? Der Hauptgrund ist eigentlich der, dass ich versucht habe, über den feinstofflichen Bereich, in dem Bereich zu arbeiten, teilweise persönlich, teilweise unpersönlich, und bin aber leider zu dem Schluss gekommen, dass viele Menschen gar nicht wirklich interessiert sind. Also klar, sie sagen, sie wären interessiert und das würde sie auch interessieren, aber wenn es dann auf den Punkt kommt, dass man in einem bestimmten Bereich weitergehen muss, um ja sich weiterzuentwickeln, also um überhaupt Fortschritt zu machen, ist meistens so, dass dann schon zu 75% kannst du sagen, springt ab. Ein kleiner Teil bleibt dann noch, die gehen weiter, bleiben aber auch manchmal dann stehen oder es wird träge oder eben solche Sachen. Und das erschwert das Ganze. Diese Videoreihe soll jetzt dazu dienen, dass ihr eine direkte und eine konkrete Vorstellung von den ganzen Dingen bekommt. So könnt ihr selber wissenschaftlich, also analytisch, das ist immer wichtig, die Dinge selber probieren und gleichzeitig auch erfahren. Also der Punkt ist, ich will euch ja nicht hier sagen, ihr müsst jetzt glauben, so wie in der Kirche oder sowas, sondern es geht ja darum, die Dinge, die ich sage oder euch beschreibe, wie ihr etwas zu machen habt, dementsprechend solltet ihr sie umsetzen so, und gleichzeitig müsste dann auch ein Beweis vorliegen. Also es müsste zumindest ein Ergebnis herauskommen. Und aus diesem Ergebnis könnt ihr dann beurteilen, ob ich gelogen habe oder vielleicht doch die Wahrheit gesagt habe. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass nur weil mal irgendwie was schief läuft oder nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt, dass ihr gleich dann sagt, oh nee, der hat gelogen oder so. Also seid zumindest so ehrlich, dass ihr sagt, okay, ich sollte dem Ganzen auch einen Spielraum geben. Besonders in dem Bereich, ihr solltet euch nicht mit Alkohol zudröhnen und dann behaupten, irgendwie macht ihr da mal was und dann meint ihr so, ja, hat ja nicht funktioniert, also stimmt das Ganze nicht. Also eine gewisse Moral und eine gewisse Reinheit gehört auch dazu. Also es ist nicht so, dass du sagen kannst, ich mache mal wie ich will und dann wird das schon klappen. Das wird nicht funktionieren. Das kann ich euch jetzt schon auch auf den Weg mitgeben. Genau, das war es erstmal von meiner Seite aus zu diesem Video. Das war ja nur eine Einführung mal zu dem. Ja, wenn ihr einen Kommentar dazu habt oder irgendwie, schreibt es in die Comments. Und wenn ihr was sagen wollt, klar auch. Ach ja, ich werde noch meine E-Mail-Adresse dazu eingeben unten. Ihr könnt mir privat auch schreiben, weil ich selber bin ja auch interessiert, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Wie ihr auch rausgehört habt, bin ich nicht so vielen Menschen begegnet. Und ich möchte gerne mit mehr Menschen zusammenarbeiten, die in dem Bereich entweder schon selber tätig sind oder an dem Thema selbst interessiert sind. Und klar, und wenn jemand sagt, okay, das möchte ich nicht in den Kommentaren schreiben und mir privat schreiben, werde ich darauf eingehen und werde sagen, okay, gerne. Also ich bin auch selbst, ich werde auch nicht also von den privaten Nachrichten wird nicht veröffentlicht oder sowas. Ich bin auch gern bereit, das zu löschen danach. Und es geht einfach nur darum, sich auszutauschen, eben ein Gefühl dafür zu bekommen, eine Vorstellung, eine Visualisierung davon zu bekommen, wie das kollektive Visualisieren funktionieren könnte. Einen schönen Tag noch.